Es regnet gerade ziemlich draußen. Ich filme vor meinem Schlafzimmerfenster. Und es ist ein Dachfenster, das heißt, wenn man den Regen hört, I'm sorry, ich mag das immer ganz gerne, aber ich glaube, beim Videofilm ist es vielleicht nicht so optimal. Ich habe vor ein paar Tagen, wie ich beim Friseur war, eine Q&A ausgesendet bzw. gefragt, ob Leute Fragen haben. Und ich habe eigentlich da auch ziemlich viele bekommen, die ich gerne beantworten würde. Ich werde es machen, dass ich Fragen, die in Englisch sind, einfach in Englisch beantworte und Fragen, die in Deutsch sind, in Deutsch beantworte. Es gibt außerdem am Ende des Videos eine Art Case Report. Und ich habe das auch mit der Person, mit der ich da gesprochen habe, ausgemacht, dass das okay ist, dass ich das auf YouTube beantworte. Ja, genau. Let's jump right into it. Wo hast du zum ersten Mal formuliert? Ich habe zum ersten Mal im LKH Steyr, das ist jetzt das Klinikum Hirn-Eisenwurzenklinikum, PEC. Da habe ich das erste Mal formuliert auf der Chirurgiestation dort. Das war ziemlich gut. Der Jan. Ich glaube, der hat schon hin und wieder was bei Q&As und so gefragt. Den kenne ich schon ziemlich lang. Friseur. Ja, Friseur. Es hat leider ein bisschen was weggehört, weil meine Haare unten schon so kaputt waren. PS, keine Frage fürs Video. Too late. Sorry. Wie viel Prozent hattest du beim MEDA-T? Also dadurch, dass ich in Linz beim MEDA-T Erste geworden bin, habe ich auch eine dementsprechend hohe Prozentanzahl gehabt im Prozentrang. Und da haben sie eine Frage rausgenommen. Ich glaube, ich habe dann im Endeffekt 98% gehabt, circa. Ich weiß leider die genauen Zahlen nicht mehr. Und von dem, was ich vom Test selber richtig hatte, waren das auch so um die 85. Ich weiß das leider nicht mehr so genau, es ist schon so lange her. Aber ja. So, in etwa. Have you ever been in Kiev? Kiev? Oh, okay. Have I ever been in love? Have I ever been in love? I think I have been in love once in my life. Before. Yeah. Was sehen blinde Menschen in ihren Träumen? Blinde Menschen sehen in ihren Träumen die Welt durch die Augen eines Blinden. Hast du schon einen Vergleich Graz-Linz? Also für die, die es nicht wissen, ich habe jetzt 2 Jahre in Graz studiert und bin jetzt das 1. Jahr in Linz, beziehungsweise das 3. Jahr. Graz-Linz ist schon anders, weil die Uni in Linz einfach anders aufgebaut ist. Wir sind nur eine medizinische Fakultät statt einer medizinischen Universität. In Linz ist alles noch sehr neu und das merkt man auch. Also ich bin der 4. Jahrgang, den es in Linz überhaupt gibt und das merkt man halt voll, dass die Leute sich noch einspielen müssen. Und die Professoren sind ziemlich motiviert, was ziemlich cool ist. Wir haben viel praktische Sachen. Es gibt keine Altfragen, was ich persönlich gut finde, eigentlich. Aber Graz ist auch cool. Also ich kann jetzt da nicht nur Graz irgendwie so herunterreden. Graz ist ziemlich cool, Graz ist halt mega eingespielt, die wissen schon, wie es abgeht und die lassen sich halt von nichts und niemandem beirren, was auch seine Vorteile und seine Nachteile hat. Ja. What's the most interesting thing you've learnt this year? Well, this year's not over yet, so I think, well, I've had orthopedics, I've had hematology and oncology, and I think one of the most interesting things that I've learned this year must have been talking to patients in the hematology and oncology ward, because I think that is something, for example, in my pathology exam, you always read and learn about different types of cancer, do you know what I mean? But when you actually talk to people whom you know have got like a non-small cell lung cancer, you know, just seeing that or seeing it in pictures or talking to patients about their history and how they found out that they had certain diseases, that is probably, yeah, that must have been the coolest thing so far this year, I think. Yeah. Favourite aquatic animal? It's a bit of a weird question. It's not my favourite. I don't have a favourite animal, but I do think sharks are quite cool. Warum kann sich ein Schwamm nicht ausdrücken? Weil die anderen seine schwammige Aussprache nicht verstehen. Schon alle Geschenke fertig. Wer schmückt den Baum? Geschenke? Nein, noch nicht fertig. Ich habe ungefähr 2/3. Aber ich schenke irgendwie... Also ich habe mir vorgenommen, ich schenke nicht mehr so viel zu Weihnachten, weil irgendwie jeder alles hat. Wer schmückt den Baum? Das macht meine Oma. Wir haben eigentlich, also wir feiern immer bei meinen Großeltern, meine Eltern, meine Tante, Onkel und Cousinen. Und wir, so also meine Mom und ich, wir haben eigentlich gar keinen Christbaum. Früher habe ich meiner Oma immer geholfen, aber das geht sich halt jetzt oft irgendwie zeitlich nicht mehr so wirklich gut aus. Das heißt, es macht sie. Und sie macht das sehr gut. Sie hat ein sehr gutes ästhetisches Auge.
Wann warst du das erste Mal in Tissen, mit wem und empfiehlst du eher Flug oder Bus? Ich war das erste Mal in Tissen 2013 und seitdem jedes Jahr einmal. Ich empfehle, also ich finde Flug von Österreich aus ist irgendwie ein bisschen übertrieben, da fliegt man erstens nicht lang und zweitens ist es dann vom Flughafen in Frankreich nach Tissen zu kommen wieder kompliziert. Also ich fahre halt immer mit einer Gruppe aus Steyr, also wo ich aufgewachsen bin. Es ist eine lange Busfahrt, aber das kann man einfach auch. Also ich verschlafe meistens die Busfahrt. Aber man kann das auch lustig gestalten, darum empfehle ich auf jeden Fall Bus. Bist du eine Frühaufsteherin? Wann stehst du immer auf? Ich bin keine Frühaufsteherin. Ich war mal eine Frühaufsteherin für ein paar Jahre, aber seitdem eher nicht mehr. Ich stehe immer so, also voll unterschiedlich, je nachdem wie lange ich auf war. Zwischen 9 und 11. Und wenn ich auf die Uni muss, stehe ich halt früher auf. Und bin dementsprechend glücklich darüber. Was machst du in den Weihnachtsferien? Chillen und relaxen. Und Pathologie lernen. Wie war das 4. Semester, speziell PM10 für dich, Lernen von Freizeit? Das 4. Semester war mega anstrengend. Das 4. Semester ist nicht mehr so, also im Vergleich zum 3. Semester in Graz ist es jetzt. Im 3. Semester hast du Sezierkurs, du hast viel Anwesenheitspflicht, du musst viel praktisch machen und viel auf der Uni sein. Das ist im 4. Semester nicht mehr zwingend der Fall. Aber im 4. Semester musst du einfach, weil du 2 riesenfette Prüfungen hast, richtig viel daheim lernen. Ich habe, also PM9, das ist die erste Patho-Prüfung, habe ich gleich beim ersten Mal geschafft. Und da habe ich halt wirklich durchgelernt. Ich habe das ganze Semester einfach nur durchgelernt. Und bei PM10, das muss ich jetzt eben nochmal machen, leider, da habe ich irgendwie, also ja, ich habe mir ist leider 4 Wochen vor der Prüfung mein Herz gebrochen worden. Und deswegen habe ich dann eine Zeit lang einfach mich nicht konzentrieren können. Und das ist wahrscheinlich einer der Faktoren, warum ich bei PNC nicht durchgekommen bin beim ersten Mal. Ja, anyway. Freizeit wenig, Lernaufwand riesig, aber es geht auch vorbei. Und die Klinik ist ziemlich chillig. Top 3 Hunderassen. Ich finde Windhunde cool. Die sind schön. Ich mag Border Collies, aber die sind halt mega viel Arbeit. Also die musst du halt beschäftigen. Ich mag Australian Shepherds oder Shiba Inus. Aber Top 3, also keine Ahnung, was meine Top 1 Hunderasse ist. Iris Eichtinger fragt, gefällt dir Linz oder Graz besser zum Studieren? Mir gefällt Linz besser zum Studieren, weil ich einfach von Anfang an mich auf Linz gefreut habe und ich jetzt endlich in Linz studiere und das war einfach so, ja, ein Build-up sozusagen. Graz ist auch cool, Graz ist super, du kannst voll viel mit dem Rad fahren in Graz. Und das ist mega chillig, es ist eine richtige Studentenstadt. Aber was mir in Linz einfach auch jetzt im Gegensatz zu Graz halt voll gut gefällt, ist, dass Linz als Stadt einfach weiterläuft, auch wenn Ferien sind. Wie lange hast du für den MEDA-T gelernt? Ich habe für den MEDA-T, ich habe im März begonnen, das heißt März, April, Mai, Juni und dann Anfang Juli war, also 4 Monate circa. Genau. Findest du es möglich, die MEDA-T beim ersten Mal zu schaffen? Ja, auf jeden Fall. Also ich habe auch Freunde, die es beim ersten Mal geschafft haben. Es kommt halt darauf an, wie du es anlegst. Ich habe es damals so gemacht, dass ich nach der Matura, also ich habe mich auf die Matura konzentriert und nur für die Matura gelernt, weil ich die gut machen wollte. Dann bin ich zum MEDA-T eine Woche später angetreten und habe halt irgendwie nichts dafür getan und bin dann relativ knapp sogar, aber trotzdem nicht reingekommen. Aber es gibt auch Leute, die einfach sagen, okay, Matura zählt bei dem MEDA-T sowieso nicht und ich lerne jetzt einfach für den MEDA-T. Und wir sind auch beim ersten Mal reingekommen. Chris, favorite day of the week. My favorite day of the week, maybe a Thursday, because where I study, I don't really have university on a Friday, so it's like with Thursday, it's the last day of the week where you like have to go to uni and do stuff, so it's like where the weekend starts, I think, in the evening especially. So I do quite like a Thursday. I do also quite like a Saturday, because people are always up for stuff on Saturday. So I do, yeah, Thursday and Saturday. Welche Fachrichtung interessiert dich eigentlich? Mich interessieren chirurgische Fächer, ich finde das ziemlich cool. Ich würde es auch vielleicht später gerne machen, keine Ahnung, ich weiß es noch nicht. Mich interessiert Gynäkologie, das interessiert mich sehr. Mich interessiert auch Gastroenterologie. Amy is a really good friend of mine from England, and she said, who is your favourite person in the UK, and why is it Amy? Just kidding, what's your favourite book? Well, obviously, you are my favourite person in the UK, Amy. Is that even a question? Like, yeah. No, my favourite book, oh, that's really hard to say.
I do actually have, I don't just have one favourite book because I think that's really hard to tell because every book's got certain features that I do really like and I don't really like. However, I do have a book here that I do really like and do really recommend. It's quite bleached from the sun, I just recognised, she's a bit pink. It's called #Girlboss by Sophia Amoruso, and it's about this woman creating Nasty Gal, which I don't know if you know, but it's like a clothing brand that essentially sells second-hand clothing and vintage clothing. And she comes from a really, I'd say, poor background, and in this book she essentially tells how she managed to build her own business and, I don't know, just improve her situation. It's quite, don't get me wrong, it's quite capitalistic, but it is very interesting and it's very inspiring. And I do admire her, I guess, her courage to just do what she thought was best, even though people told her that it wouldn't work out. And then it ended up working out, so yeah. #Girlboss by Sophia Amoruso. Haben die Mitarbeiter einer Teefabrik eigentlich auch Kaffeepausen? Nein, weil sie nur Kakao trinken. Phänomenal fragt, wie war die homöopathische Behandlung? Ich habe, also die war gut, ja, hat funktioniert. Die habe ich gemacht über den Sommer und ich darf nach wie vor keinen Kaffee trinken, deswegen, weil Kaffee oder Koffein, besser gesagt, reizt die Schleimhäute und homöopathische Mittel werden über die Schleimhäute aufgenommen. Ja, das ist ein bisschen, aber es ist okay, also man gewöhnt sich dran. My friend Connor, also from London, asks if you have any, what's your favourite Christmas tradition? I think my favourite Christmas tradition would be, it's like in Austria, right, you don't have like Santa, you don't have Father Christmas, you have baby Jesus bringing the presents, and I think my favourite tradition would be when we all gather on the 24th, because that's like the big thing in Austria, on Christmas Eve. My nan would like prepare everything in the living room where the tree is and where you put the presents underneath the tree, and we all have to wait in the hallway until she, with like the door closed, she rings a little bell to show that like baby Jesus has been delivering the presents, and then we will enter the living room. It's really magic, it's a really nice moment because it's like, wow, it's really nicely decorated, it looks perfect, thank you very much for hosting us, kind of thing. I do quite like that tradition. I think that would have to be my favourite. Yeah, my favourite Christmas tradition. Hat die Uni eigentlich auch am Wochenende geöffnet? Das weiß ich gar nicht. Ich glaube unsere nicht. Samstag vielleicht, aber ich glaube eher nicht. Ich weiß nicht, ich war noch nie am Wochenende in der Uni. Wenn ich am Wochenende lernen gehe, irgendwo hin, gehe ich meistens entweder auf die BIP, die hat am Samstag offen, Sonntag nicht, oder ich gehe in ein Café oder aufs Salonschiff lernen. Gibt es in deinem Leben Zeit für Spontanität? Hell yeah! Also die Leute, die mich kennen, werden wissen, dass ich grundsätzlich eher spontan bin, was so Freizeitgestaltung und so anbelangt, außer es ist jetzt eine Reise, die ich irgendwie schon ein bisschen länger planen muss oder so. Was sind deine Ziele für 2020 und wie schaffst du es, dich zu motivieren? Meine Ziele für 2020. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ich würde gerne meine Pato-Prüfung schaffen. Das ist ein etwas, ja, fades Ziel vielleicht, aber das will ich einfach gern hinter mich bringen. Ich möchte lernen, also das ist wirklich ein Ziel für mich, ich möchte lernen, wie ich mich in zwischenmenschlichen Beziehungen nicht komplett verliere und einfach 100% ich selber bleibe, egal wo ich gerade stehe in meinem Leben. Papa. What do you like most at the hairdressers? I did quite like the guy who did my hair. He was very funny. And his boyfriend, I think, studies medicine. No, is a doctor. No, the brother of his boyfriend. Hang on. His boyfriend's brother is a doctor, and he is a psychiatrist. And it was quite funny talking to my hairdresser about the whole medicine stuff. Yeah, I did like my hairdresser. He's called Oliver, and he's very nice. Why is Greenland not green and Iceland not icy? Because just like you shouldn't judge a book by its cover, you shouldn't judge a country by its name. Okay, zum Case Report. Diese Person, also mit der Person bin ich schon
eine Zeit lang immer wieder gelegentlich auf Instagram in Kontakt ein bisschen und ja, Person ist männlich, ist ungefähr in meinem Alter und hat mir geschrieben und hat gesagt, dass ich das vielleicht in meinem Video beantworten kann, falls es jemandem anderen auch helfen könnte. Ich werde die Identität geheim halten und mich auf die medizinischen Sachen konzentrieren. Er hat geschrieben: Hey Mila, als Frage für dein nächstes Video. Wie geht man vor, um eine spezielle Diagnose zu stellen? Ich habe sehr viele unspezifische Symptome und bis jetzt konnten mir die Ärzte keine klare Diagnose stellen. Gibt es spezielle Ärzte, die sich mit Zornfällen beschäftigen? Und ich habe gesagt, ja, danke, ich werde das im nächsten Video beantworten. Ich habe ihn dann nach den Symptomen gefragt und er hat gesagt, also Hauptsymptome sind Abgeschlagenheit, Schwindel, Kreislaufprobleme, Zucker und Blutdruck sind normal, Herzfrequenz immer leicht bzw. stark erhöht zwischen 80 und 125. Schleimproduktion im Hals, zäh und teils gelb, Mundschleimhautentzündung, symmetrisch, Umschlagsfalte oben beiderseits, immer wieder auftretender Schmerz im Gesicht an 3 Stellen, sowas wie Nervenschmerz, wo auch kein Medikament derweil half, Sehprobleme, teilweise seit Wochen Muskelzuckungen beim linken Auge, speziell bei Beanspruchung, also Zukneifen vom Auge, zum Beispiel teilweise Jucken in der Schläfe oder der Stirn und Kribbeln, also MS steht für Multiple Sklerose. Also das war es eigentlich mit Symptomen. Ich war natürlich nicht untätig und habe schon wirklich viele Tests machen lassen, aber eben ohne wirkliche Diagnose, die meine Symptome abdenkt. Es wurde mal eine Osteomyelitis im Kiefergelenk diagnostiziert, im Kiefergelenk links diagnostiziert und behandelt, welche im neuen MRT-Befund nicht mehr zu sehen ist. Dennoch sind die Symptome eben mehr geworden. Genau, vielleicht hilft es einem deiner Follower. Und dann habe ich geschrieben, ich habe dann gefragt, wo im Gesicht es ihm wehtut. Er hat dann das Bild geschickt. Dann habe ich ihn gefragt, also gehen wir die Symptome durch. Ich habe dann gesagt, also Disclaimer, ich bin keine fertige Ärztin. Wenn die anderen nichts gefunden haben, ist es unwahrscheinlich, dass ich was finde. Vor allem, weil ich halt keine Tools zur Verfügung habe. Aber Schwindel, Kreislauf und so, das sind neurologische Probleme. Herzfrequenz kann natürlich, also denkt man an Herz und so, aber es kann auch neurologisch herstammen, sozusagen. Also es kann von den Nerven kommen, die das natürlich kontrollieren. Schleimproduktion im Hals, zäh und teils gelb. Wieder kann was im Hals sein, Mundschleimhautentzündung, Mundschleimhautentzündung. Also wie er gesagt hat, mit dem Schmerz im Gesicht an 3 Stellen habe ich irgendwie an die Trigeminusneuralgie gedacht. Der Trigeminusnerv ist der 5. Hirnnerv und der hat so eine Ausdrucksstelle und der teilt sich dann quasi in 3 Äste, den Nervus ophthalmicus, der das Gesicht bis zur Nasenspitze innerviert, in den Nervus maxillaris, der quasi so das Oberkiefer innerviert und dann in den Nervus mandibularis, der das Unterkiefer innerviert. Das passt doch irgendwie in etwa zu den Bildern, die er dann gezeigt hat, aber das ist natürlich schwierig, vor allem weil er da hinten, glaube ich, auch Schmerzen hat. Ja, wieder neurologisch auf jeden Fall. Schmerz ist, also kommt von den Nerven normalerweise. Sehprobleme, auch eine neurologische Störung. Teilweise Muskelzuckungen, das kann auch sein, das kann einerseits, also Muskelzuckungen können Müdigkeit sein oder auch als Folge von seinen ganzen Symptomen, die er da irgendwie hat. Oder eben auch eine Innervationsstörung des Muskels oder eine Muskelkrankheit natürlich. Ich habe ihn dann mal gefragt, ob er auf Meningitis getestet worden ist. Also Meningitis ist eine Entzündung der Hirnhäute. Er hat gesagt, er hat einen Bluttest machen lassen. Getestet direkt nicht, aber im Blut zeigen sich keine Parameter für Entzündungen. CRP und Blutsenkung normal und Fieber habe ich auch keines. Jetzt kann es natürlich sein, dass die Entzündung quasi still ist. Ich habe dann gesagt, es gibt auch einen speziellen Test für Meningitis, den du im neurologischen Status machen kannst. Der neurologische Status ist so eine Nervenuntersuchung, die dich quasi ganz durchcheckt. Und da hat er gesagt, das hat er noch nicht gemacht. Ich habe ihm dann gesagt, er soll auf jeden Fall mal zu einer Neuroambulanz oder so gehen und sich mal durchchecken lassen, was so Nervensachen anbelangt. Und er hat gesagt, vor allem wenn es chronische Entzündungen sind, aber die Ärzte sagen jedes Mal nein, eben wegen den Blutwerten. Da habe ich mir dann gedacht, das ist blöd, weil nur wenn man auf die Werte schaut, heißt es nicht, dass der Patient nicht unbedingt trotzdem was hat. Also es gibt auch verschiedene Sachen, warum die Symptome im Laborbefund nicht auftreten können. Er hat dann auch noch gesagt, habe schon mal überlegt, eine Biopsie machen zu lassen von der Stelle eben der Mundschleimhaut oder sowas, um Gewissheit zu bekommen, ob es ein Erreger ist, und neurologische Begutachtung fehlt mir noch. Und ich habe ihm dann gesagt, ich glaube, du solltest auf jeden Fall einmal zu einem Neurologen gehen und dich beraten lassen. Für Meningitis gibt es auch spezifische Tests. Würde ich dir auf jeden Fall zur Abklärung empfehlen. Vielleicht machen die auch mal ein Schädel-CT. Eine wichtige Sache habe ich noch vergessen als Symptom. Mir ist eigentlich durchgehend sehr warm und ich habe eine sekundäre Hyperhidrose, also bei kleinster Anstrengung schwitze ich enorm.
und es fühlte sich an, als würde mein Stoffwechsel immer auf Hochtouren laufen. Und dann hat er den Schmerz noch genauer beschrieben. Da habe ich dann auch gedacht, es könnte auch vielleicht mit der Schilddrüse zusammenhängen. Also eine Hyperhidrose und ein extremer Stoffwechsel und es ist ihm warm die ganze Zeit und er ist irgendwie so kribbelig und kann nicht gut schlafen und so. Das könnte für eine Hyperthyreose, also eine Überfunktion der Schilddrüse sprechen, wo man wiederum herausfinden müsste, ob das jetzt von der Schilddrüse selber kommt, ob da quasi zum Beispiel ein autonomes Adenom wächst, das einfach Schilddrüsenhormone produziert und der Körper ist so, wow, wo soll ich hin mit diesen ganzen Schilddrüsenhormonen, oh Gott, ein Stoffwechsel, oder es kommt vom Hirn, weil die Schilddrüse natürlich von der Hypophyse über wieder Hormone kontrolliert ist. Und wenn jetzt im Hirn zum Beispiel was wäre, zum Beispiel ein Hypophysenadenom oder sowas, dann könnte das natürlich auch damit zusammenhängen. Das heißt, man müsste einfach mal, also ich würde sagen, einen Neurostatus abklären. Er hat dann auch geschrieben, er kann die Diagnose psychosomatisch nicht mehr hören. Psychosomatisch heißt, dass sich der Patient das nur einbildet, was also es ist eine Diagnose, mit der man sehr vorsichtig umgehen muss, weil man nicht die Symptome des Patienten kleinreden darf. Und ich verstehe seinen Frust. Ich bin natürlich jetzt keine fertige Ärztin, ich habe nicht fertig studiert, ich habe keine Erfahrung in der Praxis, null. Aber das ist halt so, was ich mir mit meinem derzeitigen Medstudentenwissen irgendwie denken könnte, dass man einfach mal die Nerven anschaut, weil es gibt also es spricht irgendwie sehr viel für so autonomes Nervensystem, vegetatives Nervensystem, das er da irgendwie hat, mit so, gerade mit den Spitzen, mit dem Schwindel und so, da gibt es den Sympathikus und Parasympathikus, vielleicht ist da was aus dem Gleichgewicht, wegen irgendeiner Sache. Wenn du schaust, ich gehe mal davon aus, dass du das Video anschaust, ich möchte da keine Angst einflößen damit, überhaupt keine. Ja, es kann auch einfach gar nichts sein, weiß ich nicht. Aber lass auf jeden Fall einen Neurostatus machen und lass dich nicht unterkriegen. Ich weiß, du warst bei vielen Ärzten, wir haben auch darüber geredet. Und es gibt auch, da habe ich dann eine Freundin von mir gefragt, es gibt für so seltene Krankheiten ein Zentrum in Österreich. Und zwar heißt das, also wenn man googelt www.forum-sk, also für seltene Krankheiten.at, und da gibt es dann eine Übersicht über Zentren in Österreich. Und ich habe dann gesagt, es muss ja irgendeine Ursache geben, er soll auch mal eine Serum-Elektrophorese machen, damit man eben die Blutwerte genauer kontrolliert. Vielleicht ist es auch eine Blutgeschichte, die er da hat. Es kann auch sein, gerade mit dem Muskelzucken wieder, ja. Und er hat auch geschrieben, ich habe gesagt, er soll die Schilddrüse anschauen lassen. Er hat dann gemeint, die Schilddrüse ist in Ordnung. Und er hat dann gefragt, ob eine kalte oder atypische Pneumonie eine Möglichkeit für eine Ursache wäre. Im Lungenröntgen hat er aber keine Auffälligkeiten. Und ich habe dann gesagt, es lässt sich nicht ausschließen, aber ich glaube jetzt nicht, dass die also mit meinem Wissen habe ich gesagt, ich könnte mir die neurologischen Geschichten mit so Sehstörungen und Zuckungen nicht erklären durch eine Pneumonie per se. Was aber sein kann, ist, dass er irgendwo im Körper eine Entzündung hat und die Keime in das Liquor, also in die Rückenmarksflüssigkeit, eingewandert sind und dadurch dann eben eine Meningitis machen, was natürlich auch für solche Symptome irgendwie sprechen könnte, keine Ahnung. Und dann habe ich gesagt, vielleicht kann er beim Neurostatus, wenn er dann untersucht wird, auch mal fragen, ob eine Liquorpunktion vielleicht weiterhelfen würde. Und so sind wir verblieben. Ich weiß jetzt nicht, was rausgekommen ist. Person, mit der ich da geschrieben habe, ich hoffe, du hast bis jetzt ein bisschen mehr Klarheit bekommen, aber ja, ich hoffe, es ist okay, dass ich das so besprochen habe. Ich habe auch mit eben dieser Person ausgemacht, dass ich die Identität verwahre und eben mich auf das Medizinische konzentriere. Ich habe jetzt sehr viel geredet. Ich hoffe, das passt für euch. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, es war nicht zu lang. Ich glaube, ich rede schon eine halbe Stunde. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt oder so, könnt ihr die gerne in den Kommentaren noch stellen. Ja, ich hoffe, es geht euch gut und ich hoffe, ihr genießt die Weihnachtsferien, falls ihr Ferien habt und nicht arbeitet. Ich hoffe, ihr könnt Weihnachten genießen. Wenn ihr nicht Weihnachten feiert, hoffe ich, dass ihr trotzdem eine schöne Zeit habt und wir sehen uns im nächsten Video. Bye!